Hallo und willkommen. Ich wurde gefragt, ob ich meine Babysöckchen, meine Würmchensöckchen aus dem letzten Video nicht auch für Erwachsene machen könnte. Das habe ich natürlich gerne gemacht. Dieses Mal hier mit einem Bündchen. Das ist optional, das musst du nicht machen. Und ja, genauso schnell, genauso einfach wie die Babysöckchen sind diese hier auch zu machen. Das ist jetzt Größe ungefähr ja 35 bis 38, 39. Ja, 39 wird ein bisschen eng. Also ich passe mit 40 auch noch rein, muss aber sagen, dann ist mir das hier zu kurz und dehnt sich auch sehr bei mir. Lässt sich aber in der Größe wunderbar anpassen. Also gar kein Problem. Erkläre ich dir gleich, wie du das super, super einfach anpassen kannst. Und dann geht es auch schon los. So, du brauchst auch nicht wirklich viel Wolle deiner Wahl. Ich habe hier jetzt Wolle genommen, ganz normale. Ja, etwa, von der Dicke her etwa 6-fädig bis 8-fädig. Eine Nadelstärke 3,0. Später noch eine Nadel zum Vernähen und eine Schere natürlich. So, ich gebe nachher auch die ganzen Maße noch in Zentimetern an. Als erstes zeige ich dir mal, ja, wie viele Maschen ich angeschlagen habe. Also gebe ich die ganzen Angaben erstmal mit Maschen an. Und zwar habe ich in meinem Fall jetzt 70 Maschen angeschlagen. Wenn du größere Socken haben möchtest, also gerade für Größe 38 bis 40, würde ich dir empfehlen, hier dann schon 80 oder 90 Maschen anzuschlagen. Wie gesagt, ich beginne mit 70 Maschen. Den Anschlag kannst du auch machen, wie du möchtest. Ich nehme hier den normalen, ich glaube Kreuzeinschlag nennt er sich. Du kannst natürlich auch aufhäkeln oder wie dir das lieber ist. Also ich mache jetzt erstmal meine 70 Maschen. So, das war mein Maschenanschlag. Und an der Stelle nicht vergessen, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du das tun würdest, wenn du die Glocke aktivierst, um nichts zu verpassen. Ich habe ganz viele andere Videos zum Thema Sockenstricken, auch mit 2 Nadeln für Erwachsene und Kinder. Und natürlich über ein Like und einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. So. Ich fange jetzt an mit rechten Maschen. Und ich mache es immer so, dass ich die erste Masche auch immer rechts stricke. Auch wenn ich jetzt links weiter stricken würde, die erste Masche stricke ich generell rechts. Und dann geht es auch so weiter. Masche für Masche, nur rechts. In meinem Fall mache ich das jetzt insgesamt 30 Reihen. Wenn du eine größere Größe haben möchtest, kannst du auch gerne 32 oder 34 Reihen stricken oder nach den 30 Reihen schon mit dem Bündchenmuster beginnen. Das bleibt wie gesagt dir überlassen. Ich mache jetzt wie gesagt 30 Reihen. Das ist dann dieser Teil hier. Wenn du diesen Teil etwas breiter haben möchtest, kannst du hier auch 30 Reihen stricken und dann eben, wie gesagt, mit dem Übergang dann beginnen und den dann etwas breiter machen. Also das Tolle an dem Muster ist, dass es sich extrem dehnt und du ohne große Rechnerei oder ohne große Maschenprobe oder sonst irgendwas ganz einfach
auch die Größe variieren kannst und dass es sich trotzdem anpasst. Also wie gesagt, da passen locker 3 verschiedene Größen rein, also von 35 bis 38, sogar 39 jetzt in diese. Also es ist sehr genügsam, das Muster. Und du musst da nicht viel rumrechnen. Wenn du die Socke oben etwas länger haben möchtest, schlägst du einfach ein paar Maschen mehr an. Wenn du es ein bisschen breiter haben möchtest, strickst du einfach ein paar Reihen mehr. Also das ist super einfach. Und du brauchst keine Maschentabelle oder sonst irgendwas. Das ist sehr anfängerfreundlich, fernsehtauglich vor allem auch. So, die letzte Masche stricke ich generell nicht. Ich nehme einfach den Faden vor die Nadel, hebe die letzte Masche einfach nur ab, drehe das Ganze um und stricke meine erste Masche wieder rechts. Es gibt viele, die machen das auch umgekehrt, dass sie die erste Masche abheben und dafür die letzte stricken. Das überlasse ich auch dir und stricke jetzt einfach mit rechten Maschen weiter. Und wenn ich die 30 Reihen habe, sehen wir uns wieder. So, das sind jetzt meine 30 Reihen, die ich gemacht habe. Ich nehme jetzt hier noch einen Maschenmarkierer zur Hand, um mir jetzt das Bündchen zu markieren. Das musst du natürlich nicht machen. Bei dem Babyschüchen hatte ich auch kein Bündchen. Das ist jetzt wirklich optional. So, ich mache jetzt 10 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das gibt mein Bündchen. Die 10 Maschen stricke ich weiterhin immer mit rechten Maschen, auch in der Rückseite. Und jetzt beginne ich mit meinem Muster. Dafür mache ich jetzt erst 2 rechte Maschen und dann 2 linke Maschen. Also linke Maschen heißt, ich nehme den Faden vor die Nadel, steche von vorne ein und stricke die Masche ab. Ich mache noch eine linke Masche und dann wieder 2 rechte. Zwei links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts. So arbeite ich jetzt bis zum Ende der Reihe weiter. Immer im Wechsel 2 rechts, 2 links. Das ergibt dieses Bündchenmuster. Das man normalerweise bei Socken, die man von oben strickt oder auf To abstrickt, meistens anwendet, weil es so schön dehnbar ist. Und da bin ich jetzt auch gleich schon am Ende angekommen. So, habe ich noch 2 rechte Maschen. Meine letzte Masche ist eine linke Masche.
Und da habe ich ja wieder meine Randmasche. Heißt, die stricke ich nicht links, die hebe ich einfach nur wieder ab. Dann wende ich, stricke meine erste Masche wie immer rechts. Und jetzt erscheint mir diese Masche hier als rechte Masche. Also wenn das hier so eine glatte Masche ist mit 2 Füßchen dran, dann ist es eine rechte Masche. So, also die habe ich jetzt rechts abgestreckt. Und da, wo diese Querfäden sind, das erkennst du jetzt daran, also da habe ich jetzt 2 mit Querfäden und dann wieder 2 so glatte. Die stricke ich jetzt links ab. Also Querfaden, links abstricken und diese hier mit den Vs, mit den 2 Füßchen, die werden rechts abgestrickt. Das Ganze mache ich insgesamt 16 Mal, also 16 Reihen in meinem Fall. Dann erkennst du dann in der nächsten Reihe dann auch schön die Rippchen. Also hier erkennt man das schon leicht, dass da so ein Rippmuster entsteht. Insgesamt, wie gesagt, 16 Reihen. Eine habe ich schon, das ist jetzt meine zweite. Und an dem Bündchen oben stricke ich wieder nur rechte Maschen. Also ich stricke da noch mal kurz hin. So, meine letzten beiden Maschen sind natürlich linke Maschen, denn auf der Hinreihe waren das rechte Maschen. So. Und wie gesagt, die Reihen hier stricke ich dann nur noch rechts ab. Du kannst das Bündchen natürlich auch wesentlich höher machen. Ganz wie es dir beliebt. Die letzte Masche einfach wieder abheben, wenden und so geht es dann weiter. So. Ich mache jetzt noch 14 weitere Reihen und dann geht es weiter. So, also ich habe jetzt in diesem Bündchenmuster hier 18 Reihen gemacht. Habe hier gerechnet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Und jetzt mache ich weiter und zwar genauso wie den unteren Teil oder den ersten Teil hier auch schon, nur mit rechten Maschen. Also. Und zwar wieder genauso viel wie hier unten auch. Abzüglich einer Reihe weniger. Also meine 30. Reihe ist dann bereits meine Abnahmereihe. Sprich also 29 Reihen mit rechten Maschen. So, den Markierer kann ich jetzt rausmachen, da ich ja nur noch rechte Maschen habe. Und stricke jetzt einfach so weiter. Gleich gebe ich dir dann auch die Gesamtmaße in Zentimetern an, dass du dir das selber entsprechend ausrechnen kannst. Also auch in der Rückreihe wieder nur rechte Maschen. Übrigens kannst du diesen mittleren Teil auch breiter machen. Dafür fängst du dann einfach schon früher an mit dem Bündchenmuster und arbeitest dann jeweils an den Seiten weniger Maschen mit rechten Maschen, also mit dem Kraus-Rechts-Muster. Oder du kannst es auch noch schmaler machen. Das kannst du auch anpassen, wie du möchtest. Ich habe das jetzt so in der Breite, dass es so ein bisschen über die Fußoberseite nur geht. Aber wie gesagt, du kannst dieses Muster auch gerne sehr viel breiter machen.
So, bei dem oberen Teil habe ich jetzt auch 29 Reihen gestrickt. Die 30. Reihe, die letzte Reihe, ist wie gesagt meine Abnahmereihe. Zeige ich dir jetzt gleich. Vorab nochmal die Maße. Also ich habe hier eine Breite etwa 25 cm etwa. Also in der Länge 25 cm und in der Breite etwa 15 cm. So. Aber es dehnt sich natürlich wirklich sehr, das Muster. Ne? Also in die Richtung und in diese Richtung auch. Von daher passt das später sicher ganz gut. Und du kannst ja auch die Länge noch anpassen oder am Anfang schon anpassen, indem du einfach ein paar Maschen mehr zunimmst. Du kannst die Socke an sich auch breiter machen, wie du möchtest. Du kannst den Mittelteil hier etwas breiter gestalten, wie gesagt. Und so dann auf deine Größe individuell anpassen. Individuell. So. Also ein sehr, sehr einfaches Modell, gerade für Strickanfänger natürlich perfekt geeignet. So, ich beginne mit den Abnahmen und dafür steche ich von vorne immer ein, stricke 2 Maschen zusammen ab, setze jetzt die neue Masche wieder zurück auf die erste Nadel, steche wieder von vorne ein und stricke wieder 2 Maschen zusammen. Dabei ziehe ich den Faden hier nicht so fest an hier oben, ne? Also nicht ganz fest anziehen, sondern schön locker lassen. Dann zieht sich das auch nicht zusammen. Und kann jetzt so alle Maschen einfach abketten. So. Und hier nicht wundern, dass sich das so zusammenzieht. Das ist natürlich, liegt an dem Muster, das ist so, ist auch so gewollt. An der anderen Seite hättest du das normalerweise auch, wenn du hier kein Bündchen hast. Das noch mal kurz zwischendrein. Und ich kette jetzt alle Maschen ab. Also so sieht das dann aus. Und dann kann ich auch schon den Faden abschneiden, lang abschneiden. Und zwar so lange, dass es mir reicht, die Seiten hier zu vernähen. Also die beiden Seiten hier. Und hier unten noch. Ja, also nicht sparen am Faden. Die Nadel kann weg. Jetzt meine Nähnadel. Und da ja beide Seiten gleich sind, also es macht keinen Unterschied, auf welche Seite du das drehst. Such dir aus, welche schöner ist. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Faden raushängen, den kann ich aber hier gleich durchziehen. So. Und dann beginne ich mit dem Zusammennähen. Also ich lege die Teile so aufeinander. So, erinnert ein bisschen an die Bananensocken.
Und jetzt kannst du frei wählen. Nee, so rum. Du hast jetzt die Möglichkeit, entweder durch beide Maschenglieder einzustechen oder nur durch die inneren oder äußeren. Je nachdem wird es dann sichtbar oder betont. Ich gehe hier durch alle Maschenglieder durch. So, ich zeige jetzt mal genauer, was ich meinte. Du hast ja hier immer auf jeder Seite, also beziehungsweise hier sieht es ein bisschen anders aus. Da hast du zwar auch 2 Maschenglieder, aber die liegen etwas anders. Das war ja der Maschenanschlag. Und auf dieser Seite hatten wir abgekettet. Heißt, du hast von jeder Masche, sieht man bei der Wolle etwas schlecht, immer 2 Teile, ne, wie so ein V oder wie so ein Herzchen. Und jetzt kannst du entweder nur durch das innere Maschenglied arbeiten und dann hier durch das innere Maschenglied oder durch das äußere. Dann hast du die Naht etwas dicker. Für eine flache Naht, dass man die auch beim Tragen kaum spürt, gehe ich immer durch alle Maschenglieder durch. Aber wenn du das gerne betont haben möchtest, kannst du das natürlich auch so machen, wie dir das lieber ist. Hat sich jetzt ein Haar verirrt. So. Und dann gehe ich Masche für Masche durch und nähe beide Seiten zusammen. Also wie gesagt, ich gehe hier durch beide Maschenglieder durch, auf der Seite und auch auf der. Nicht zu fest anziehen, damit es auch hier schön elastisch bleibt. So, und so arbeite ich jetzt erstmal die ganze Seite bis unten hin. Ich zeige dir das jetzt mal. Auf der anderen Seite sieht das dann so aus, also relativ glatt. Und dadurch, dass du ja sowieso die Rippen hast, fällt es überhaupt nicht auf hier mit der Naht. So, ich habe jetzt einen Schlauch. Und hier ist jetzt meine Spitze, also die Seite ohne Bündchen natürlich. Und das ist jetzt auch noch ganz einfach, die Spitze zu machen. Denn du gehst jetzt einfach nur auf einer Seite mit deinem Faden durch die Maschen durch, da wo diese Löchlein oben sind, direkt unterhalb der Maschen, fädelst du jetzt deine Nadel durch. Von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Schön hier Reihe für Reihe durch. Und dann bin ich schon wieder am Anfang angekommen. Also einmal komplett rum. Jetzt musst du das Ganze einfach nur noch anziehen. Fest anziehen.
fest es geht, ohne dass der Faden reißt. Und dann hier diese Spitze vorne einfach nur noch zunähen. Dafür gehe ich jetzt einfach nicht zu tief, ein paar Mal hin und her. Drehe das so ein bisschen und verschließe jetzt das Loch hier vorne. Also richtig gut vernähen, damit hier kein Löchlein entsteht. Und wenn das Ganze schön verschlossen ist, kannst du den Faden vernähen und abschneiden. Ich habe es hier ein bisschen gut gemeint. Ich habe den Faden hier noch etwas länger. So, einen kleinen Knoten zur Sicherung. Und dann doppelt und dreifach gesichert. Den Faden hier werde ich natürlich auch gleich auch noch vernähen. Und fertig ist deine Socke. Das kannst du dir hier noch ein bisschen schön hinzupfen. Und das war's auch schon. Super schnelle, leichte Anfängersocke. Hier ist die Naht. Also fällt nicht auf. Beim Tragen vor allem, ne, weil die jetzt auf der gleichen Höhe ist wie die anderen Rippen auch. Ja, und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.